Ich könnte euch viele spannende Geschichten erzählen über die Insel Malta. Sie ist nicht nur das kleinste Land der EU, sieht ziemlich urig aus und hat rund 300 Sonnentage im Jahr. Nein, sie hat auch einige kulturelle Besonderheiten. Eine etwas ungewöhnliche Sprache, Linksverkehr und generell viele britische Einflüsse und die vielleicht merkwürdigsten Busse, die ihr jemals gesehen habt. Glaubt ihr mir nicht? Dann passt mal auf. Über viele Jahrzehnte war der Busverkehr in Malta europaweit einzigartig. Über Jahrzehnte fuhren hier nämlich nicht irgendwelche normalen Linienbusse rum, wie die hier, sondern diese ungewöhnlichen historischen Gefährte. Einzigartige Modelle, die alle so ein bisschen hippie-mäßig aussehen, mit extrem dicken Chromleisten, ungewöhnlichen Verzierungen und Dekorationen, teilweise sogar eigenen Namen. Und nicht zuletzt mit extrem lauten Dieselmotoren, die für einen enormen Krach auf der kleinen Insel sorgten. Das Besondere an diesen Bussen, sie wurden zum großen Teil hier in Malta zusammengebaut und zwar total individuell. Kein Fahrzeug gleich dem anderen und auch die Besitzer der Busse waren nicht irgendwelche großen Unternehmen, sondern die Fahrer selbst. Bei Touristen waren diese Gefährte über viele Jahrzehnte absoluter Kult und ja, man kann es nicht anders sagen, ein Wahrzeichen der Insel Malta. Warum rede ich jetzt die ganze Zeit so in der Vergangenheitsform? Tja, weil dieses einzigartige Bussystem, diese Buskultur heute auf Malta nicht mehr existiert. Seit 2011, um genau zu sein, fahren über die Insel dieselben langweiligen Linienbusse wie in jedem anderen EU-Land auch. Maltas historisches Transportsystem mit den historischen Gefährten existiert heute nicht mehr. Wir wollen uns heute mal mit der Frage beschäftigen, wie konnte all das eigentlich passieren? Warum hat man sich entschieden, dieses historische Erkennungsmerkmal, ja fast schon Kulturgut der Insel Malta, einfach so abzuschaffen? Was wurde eigentlich aus diesen vielen historischen Bussen, die über Jahrzehnte über diese Insel gefahren sind? Und wie ist die Situation eigentlich heute? Eine Sache, die kann ich schon mal verraten. Achtung, überraschender Plot-Twist. Die Deutsche Bahn spielt in dieser Geschichte eine nicht ganz unwichtige Rolle. Und immer wenn die Deutsche Bahn eine Rolle spielt, ist das Chaos meist nicht weit. Dies ist die kuriose Geschichte von Maltas kuriosem Bussystem. Ich bin verabredet mit Richard Stadel. Er arbeitet in den nationalen Archiven von Malta und hat sich insbesondere auf ein Thema spezialisiert, das Dokumentieren der historischen Buskultur des Landes. Das Tolle ist, auch wenn diese Busse heute nicht mehr über die Insel fahren, es gibt noch ein paar dieser alten Gefährte, mit denen man so Retro-Bustouren machen kann. Und eines davon und dessen Besonderheiten, die wird mir Richard heute zeigen. Der Bus, den wir hier sehen, ist einer von insgesamt 8 Bussen, die auf der Vintage-Bus-Tour eingesetzt werden. Das Fahrgestell stammt von einem Ford Thames aus dem Jahr 1953 vom britischen Zweig des Ford-Konzerns. Die Karosserie wurde von Handwerkern hier in der Stadt Rabat in Malta gebaut, ebenfalls 1953. Seitdem wurde sie aber ein paar Mal erneuert. Ja, aber nicht nur das Äußere dieses historischen Busses ist etwas ganz Besonderes, sondern auch die inneren Werte. Das hier ist eine typische Fahrerkabine, wie man sie in vielen Bussen gesehen hat. Viele wurden in den 80er Jahren allerdings entfernt, als das Fahrpersonal abgeschafft wurde und die Busfahrer dann selbst die Tickets verkaufen mussten. Da war die Kabine bei der Interaktion mit den Fahrgästen dann etwas im Weg. In diesem Fall allerdings hat sie überlebt. Hier oben links befand sich meistens eine Art religiöser Schrein. Auf der rechten Seite befand sich ein Stück bemaltes Glas oder Plastik. Häufig stand hier der Name oder Spitzname der Familie, der Bus und die Werkstatt gehörte.
In diesem Fall war es die Familie Bayadera. Und manchmal hatten die Busse auch noch ein Gemälde auf der Scheibe, hinter dem Fahrer. Was man auch ganz oft auf maltesischen Bussen und Lastwagen findet, sind diese verzierten Linien. Und auch die Schrift hier oben ist ein typischer maltesischer Schriftzug. Und wenn der Busfahrer anhalten sollte, dann mussten Fahrgäste dieses Seil hier ziehen. Okay, jetzt würde ich aber sagen, genug geklingelt. Jetzt wollen wir doch mal wissen, wie sich so ein altes Ding denn eigentlich fährt. Zeit für eine Spritztour von Rabat, wo wir uns gerade befinden, in die maltesische Hauptstadt Valletta. St. Julian's. Anybody for Valletta? Slima, St. Julian's. Ja, richtig gehört. Erstmal schön abgewürgt. Es ist offenbar gar nicht so einfach, so einen alten Bus zu fahren. Und wenn er dann erstmal fährt, dann kracht und rumpelt er ganz schön. Fahrzeuge dieses Alters haben ein manuelles Schaltgetriebe. Aber es wurde noch kein Synchronring eingebaut. Wenn der Fahrer also schaltet, hört man häufig ein lautes Schleifen. Das ist aber völlig normal. Und was ist dieses knallende Geräusch da im Heck? Das sind die Federn. Das ganze Gewicht des Busses liegt gerade vorne. Sobald hinten Fahrgäste sitzen und die Federn nach unten gedrückt werden, hört auch das quietschende Geräusch auf. Ja, eins muss man diesen historischen Bussen lassen, auch wenn sie knallen und klappern und rumpeln. Sie sehen einfach unfassbar genial aus. Und das liegt nicht ausschließlich an ihrer Bauweise. Auch die Fahrer haben einiges dafür getan, dass ihr Gefährt aus der Masse heraussticht. Nicht alle, aber viele Fahrer waren sehr stolz auf ihre Busse. Das habe ich immer wieder gehört, als ich mit den Busfahrern Interviews geführt habe für meine Recherchen. Viele sagten, der Bus war fast ein Teil der Familie. Viele Fahrer haben mehr Zeit mit ihrem Bus verbracht als mit ihren Frauen und Kindern. Viele haben also sehr auf den äußeren und inneren Zustand ihrer Fahrzeuge geachtet. Aber auch ohne die besonderen Designmerkmale waren diese Fahrzeuge etwas ziemlich Besonderes. Es gab sie in dieser Form nämlich nirgendwo anders auf der Welt. Tatsächlich wurden die meisten hier auf Malta exklusiv zusammengebaut. Die Fahrgestelle waren importiert. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren es vor allem britische und amerikanische Fahrgestelle. Nach dem Krieg wurden vor allem Fahrgestelle von Militärfahrzeugen genutzt. Meistens waren es britische. Aber viele kamen auch von außerhalb, darunter auch Deutschland. Die Karosserie wurde immer von Handwerkern hier in Malta gebaut. Die meisten von ihnen waren Tischler. Die Rahmen der Fahrzeuge waren nämlich meist aus Holz. Erst ab den 60er Jahren gab es dann Metallrahmen. Und da jedes Fahrzeug speziell für seinen Besitzer gebaut wurde, hatte jedes Gefährt auch ein etwas anderes Aussehen bis hin zur Lackierung. Dass das überhaupt möglich war, hat mit der Entstehungsgeschichte des Bussystems auf Malta zu tun. In den 1920er Jahren entschied sich die Regierung nicht, den Busverkehr an ein Unternehmen zu vergeben, sondern an viele kleine Einzelunternehmen praktisch. Man konnte hier auf Malta eine Buslizenz erwerben und dann mit seinem eigenen Gefährt seine ganz eigenen Routen fahren. Und das hatte zur Folge, dass viele Busfahrer ihre Maschine dann so gestalteten, dass sie möglichst auffiel. In den 1930er Jahren allerdings entschied sich die Regierung dann, das ganze System immerhin ein kleines bisschen zu ordnen. Die Regierung führte ein sogenanntes Verkehrskontrollboard ein, das ein bisschen Struktur ins Bussystem brachte. Es gab dann feste Routen, feste Zeiten und feste Tarife. Und jede Route auf der Insel hatte eine eigene Farbe, nach der auch die Busse gestrichen wurden. Der Grund dafür waren angeblich die älteren Fahrgäste, denen das Farbsystem bei der Orientierung half. Wenn sie einen blauen oder grünen Bus sahen, wussten sie sofort, wohin er fährt.
They knew where it was going. Das Farbkonzept der Busse wechselte über die Jahre immer wieder mal. In den 1970er Jahren wurden sie alle grün, später orange-gelb. Zum Schluss hin bestand noch etwa ein Drittel der Flotte aus den traditionellen in Malta gebauten Bussen. Ein anderer Teil waren aus Großbritannien importierte Fahrzeuge, die in den 70er und 80er Jahren dazu kamen. Und in den 2000er Jahren wurden dann auch noch einige moderne Niederflurbusse aus China importiert. Eine Sache blieb aber über all die Jahre hinweg: Die Busfahrer blieben die Besitzer der Busse und standen in gewisser Weise auch in Konkurrenz zueinander, was immer wieder zu lustigen Begebenheiten führte. Es gibt eine Geschichte, die mir in einem Interview mit Busfahrern erzählt wurde. Es gab eine Zeit lang eine Reihe von Routen südlich des Flughafens, die alle ungefähr zur selben Zeit auf eine zentrale Haltestelle zuliefen. Die Busfahrer waren auf die Ticketkäufe ihrer Fahrgäste angewiesen. Das war schließlich ihre Haupteinnahmequelle. In diesem Fall bedeutete das, wer zuerst an dem zentralen Punkt ankam und die meisten Fahrgäste mitnahm, verdiente auch das meiste Geld. Damit es an dieser wichtigen Haltestelle aber nicht drunter und drüber ging, gab es Polizisten vor Ort, die aufpassten, dass die Fahrer nicht früher dort ankamen, als sie sollten. Sie achteten verschärft auf die Abfahrtszeiten. Einer stand an der zentralen Haltestelle, andere an den Abfahrpunkten davor. An einem befand sich eine Pfarrkirche. Wie konnte man nun also sicherstellen, dass man vor seinen Kollegen an der Haltestelle ankam? Ganz einfach. Einige Busfahrer machten einen Deal mit dem Sakristan der Pfarrkirche. Sie gaben ihm eine Flasche Alkohol oder so und der Mann stellte dann die Zeiger der Turmuhr ganz leicht vor. Nur so viel, dass es keiner bemerkte. Die Busfahrer fuhren also 1-2 Minuten früher los als eigentlich erlaubt. Und wenn sich der Polizist dann bei seinem Kollegen erkundigte, wann die Fahrer denn losgefahren seien, sagte dieser: Genau als die Turmuhr schlug. Ich habe genau darauf geachtet. Von diesen kleinen Tricksereien gab es viele. Just as the bells were ringing, I made sure myself that they were, so, just sneaky little things like that. Spannende Geschichte, oder? Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viel gelernt über Maltas historisches Bussystem und die historischen Busse. Aber eine Sache, die haben wir immer noch nicht geklärt. Warum fahren diese schönen, verchromten Oldtimer denn heute nicht mehr über diese Insel und stattdessen ganz normale grüne Linienbusse? Nun, auch wenn diese Oldtimer wirklich schön waren, sie brachten auch das ein oder andere Problemchen mit sich. Gerade zum Ende hin waren viele der maltesischen Busse ziemlich in die Jahre gekommen. Viele hatten nicht mal Klimaanlagen, was in einem Land wie Malta ziemlich unangenehm werden kann. Hier wird es im Sommer etwa 35 Grad warm. Und nicht nur das, sie waren auch ziemlich dreckig. Wenn man heute einen Malteser fragt, woran er sich erinnert, wenn er an diese alten Busse denkt, dann ist das nicht nur das schöne Aussehen dieser Gefährte, es sind auch die schwarzen Rauchwolken, die aus den Auspuffen kamen. Es gab Zeiten, da haben die Busfahrer den Diesel mit allem Möglichen gemixt, damit man kostengünstiger weiter fahren konnte. Die maltesischen Städte wurden in diesen Zeiten in dichte, dunkle Rauchwolken gehüllt. Und auch die Busfahrer selbst wurden mit der Zeit zum Problem. Viele von ihnen waren zum Ende jüngere Männer, die mit ihren Fahrgästen ziemlich unmöglich umgingen. Konkret gab es sogar einige schlagzeilenträchtige Fälle, etwa aus dem Jahr 2010. Da soll ein Busfahrer versucht haben, eine spanische Touristin aus ihrem Sitz zu zerren und aus dem Bus zu schmeißen. Hintergrund war offenbar ein Streit um Wechselgeld. Die maltesische Regierung sorgte sich irgendwann um das Image der Insel und auch ein Großteil der Bevölkerung war sich irgendwann einig, dass das Kapitel der historischen Busse vielleicht langsam enden sollte. Die Regierung hatte schon jahrzehntelang versucht, das Bussystem unter Kontrolle zu bringen. Es galt nicht als sonderlich effizient. Außerdem, so glaube ich, hätte die Politik Malta gern als moderne Insel präsentiert mit einem zeitgemäßen Transportsystem. Das hätte man aber niemals erreichen können mit einer Fahrzeugflotte, von der 1/3 noch aus den 1930er Jahren stammt. In Malta machte sich mit der Zeit immer mehr die Wahrnehmung breit, dass das Bussystem ein Relikt ist, das abgeschafft gehört. Und dass es Zeit wird, es durch etwas Neues, Glänzendes zu ersetzen.
Ja, es war ziemlich klar, so konnte es nicht weitergehen. Irgendwas musste gegen diese Probleme unternommen werden. Und so kam die maltesische Politik irgendwann mit einer ganz wundervollen Idee, die gleichzeitig ein riesiger Fehler war. Sie legte das maltesische Bussystem in die Hände der Deutschen Bahn. Genauer gesagt in die Hände von Arriva. Das ist eines der vielen, vielen Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Ursprünglich kommt es aus Großbritannien und wurde dann im August 2010 für 2,8 Milliarden Euro an den Deutsche Bahn-Konzern verkauft. Nicht ganz ohne Kritik. Die Deutsche Bahn und ihre Auslandsgeschäfte, das ist eine unendliche und oft diskutierte Geschichte. Während bei uns in Deutschland die Züge fast nie pünktlich kommen und ständig ausfallen, investiert die Deutsche Bahn immer wieder in irgendwelche neuen Auslandsgeschäfte. Und Arriva ist da jetzt nicht gerade ein strahlendes Aushängeschild. Wirklich lukrativ ist das Geschäft der Briten nicht. Immer wieder hatte die Deutsche Bahn in den vergangenen Jahren auch versucht, Arriva wieder abzustoßen, bislang ohne Erfolg. So, und nun könnt ihr euch 1 und 1 zusammenzählen. Was passiert wohl, wenn ein Unternehmen, das nicht mal deutsche Züge pünktlich ans Ziel bringt, und ein anderes Unternehmen, was auch irgendwie nicht so richtig läuft, das Bussystem in Malta reformieren sollen? Richtig, das hier. Die ganze Sache lief einfach nicht gut. Und das von Anfang an. Zunächst gab es Streitigkeiten um die Arbeitsbeziehungen, also waren viele Fahrer schon am ersten Tag im Streik. Es gab Medienberichte, die riesige Schlangen an Bushaltestellen zeigten, insbesondere in den Touristenhochburgen wie etwa Bugiba. Dort standen die Leute vor ihren Hotels und die Busse kamen einfach nicht. Und wenn doch einer auftauchte, war er sofort komplett überfüllt. Ein Problem war auch, dass die Flotte der Busse drastisch reduziert wurde. Im alten System fuhren die Busfahrer im Wechsel alle 2 Tage. Das bedeutet, dass auf der Insel eigentlich doppelt so viele Busse zur Verfügung standen, wie eigentlich gebraucht wurden. Im Arriva-System fuhren dann nur noch etwa 250, 260 Busse. 250, 260 odd buses. Ja, und genau diese Busse, die waren dann allerdings nicht mehr so klein und zierlich und handlich wie die alten Oldtimer-Busse auf Malta. Nein, Arriva setzte hochmoderne Busse ein, sogar richtig lange Ziehharmonika-Busse. Nur in der Theorie war das eine gute Idee. Malta's roads are not the widest. Die Straßen von Malta sind nicht die breitesten. Und an den Straßenrändern parken immer viele Autos. Wenn jetzt ein Bus in eine kleine Gasse einbiegen will, die noch dazu zugeparkt ist, dann ist das mit einem normalen 12-Meter-Bus noch ganz gut möglich. Mit einem 18-Meter-Gelenkbus allerdings wird es problematisch. Die Fahrzeuge kamen dann schlichtweg nicht mehr um die Kurve. Es gab viele Berichte aus dieser Zeit, dass Straßen komplett blockiert waren, weil 2 Gelenkbusse oder ein Bus und ein Lastwagen nicht mehr aneinander vorbeikamen und feststeckten. Ja, und dann, nach ein paar Monaten im Amt, fing dann plötzlich alle paar Wochen einer dieser Arriva-Busse auch noch an zu brennen. Und das Chaos war endgültig perfekt. Einige Fälle waren wahrscheinlich auf schlechte Wartung zurückzuführen, in einigen Fällen war es offenbar Brandstiftung. Aber nach 3 Fällen innerhalb einer Woche ordnete der damalige Verkehrsminister gegenüber Arriva an, dass die Gelenkbusse sofort aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt waren rund 60 bis 70 davon im Einsatz. Arriva musste dann Schulbusse und Reisebusse aus dem privaten Sektor sowie Kleinbusse anheuern, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und ein paar Monate später sagte das Unternehmen dann der Regierung: Wisst ihr was? Das wird nicht funktionieren. Wir beenden unseren Vertrag. Und das passierte zum Jahresende 2013. Nach nicht einmal 3 Jahren zog sich Arriva und damit auch die Deutsche Bahn wieder aus Malta zurück. Bei den Maltesern gilt diese Zeit bis heute als Arriva-Desaster. Übrigens auch bei Arriva selbst. Dessen früherer Chef David Martin schob die Schuld später insbesondere auf schlechte Verkehrsberater, Zitat, unglaublich schlechte Fahrer und auf Malta selbst. Hier ein Zitat aus der britischen Verkehrszeitschrift Route One.
Wir haben die Auswirkungen der Verkehrsstaus einfach nicht verstanden. Die Unterschiede zwischen den Tourismussystemen, die Tatsache, dass die Polizei den Verkehr überhaupt nicht kontrolliert. Zum Hintergrund, auf Malta herrscht eine sehr, sagen wir mal, zackige Fahrweise, wie man das aus südlichen europäischen Ländern so kennt. Ein Umstand, mit dem Arriva offenbar völlig überfordert war. Wir hatten Mühe, irgendwas mit vernünftigen Verkehrsstandards zu machen. Unsere Unfallraten waren unglaublich. Die Qualität der Fahrer dort war unglaublich schlecht, so Martin gegenüber der Zeitschrift. Ja, und tatsächlich sieht auch Richard die Schuld nicht allein beim Unternehmen der Deutschen Bahn. Viele Leute hier auf Malta geben die Schuld für das Desaster Arriva. Aber ich denke, das ist nicht fair. Ja, sie hätten wahrscheinlich einiges besser machen können. Aber auf der anderen Seite wurde ihnen aber auch ein Netzwerk von Routen und Fahrplänen vorgegeben, über die sie keine wirkliche Kontrolle hatten. Und dann über Nacht ein komplett neues Streckennetz einzuführen, mit komplett neuen Streckennummern und komplett neuer Tarifstruktur, mit einer neuen Betreibergesellschaft, bei der 2/3 der Fahrer komplett neu waren. All das über Nacht einzuführen, mitten in der Touristensaison. Das war einfach keine gute Idee. Nach dem Arriva-Desaster jedenfalls handelte die maltesische Regierung und verstaatlichte das Bussystem zunächst. Ab 2014 übernahm die spanische Gesellschaft Autobuses Urbanos de León schließlich den öffentlichen Nahverkehr auf Malta. Seitdem läuft es wieder ein bisschen besser, aber die Zeit der Umstrukturierung hat bis heute Spuren hinterlassen. Was mir viele Malteser jetzt, 10 Jahre später, erzählen, ist, dass sie ihre alten Busse vermissen. Eigentlich waren sie ganz zufrieden mit dem, wie es früher lief. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zahl der Menschen, die auf der Insel ein eigenes Auto haben, in den vergangenen 10, 20 Jahren massiv gestiegen ist. Die Bevölkerungszahl in Malta ist gestiegen, der Wirtschaft geht es sehr gut, es kommen viele Leute von außerhalb, um hier zu arbeiten. Dadurch ist der Verkehr auf der Insel heute ein Albtraum. Das Ganze führt zu einem Teufelskreis. Viele sagen, sie würden den Bus gerne nutzen, wenn er ein zuverlässiges Verkehrsmittel wäre. Der Grund, warum die Busse unzuverlässig sind, ist allerdings, dass sie wegen des Autoverkehrs ständig im Stau stehen. Die maltesische Regierung versucht nun mit gewissen Anreizen, das Bussystem in Malta wieder attraktiver zu machen und die Menschen vom Auto wegzubringen und wieder in den öffentlichen Nahverkehr zu kriegen, etwa mit kostenlosen Tickets. Was garantiert nicht wiederkommen wird, ist das ursprüngliche Bussystem Maltas mit den historischen Oldtimer-Bussen. Das ist endgültig Geschichte. Das hier ist der letzte Bus seiner Art auf seiner allerletzten Route in der Nacht vom 3. Juli 2011, kurz bevor Arriva den Service auf der Insel übernahm. Ein Großteil der historischen Busse wurde danach verschrottet, ein anderer Teil konnte gerettet werden und einige wenige davon fahren heute auf den Retro-Bus-Touren über die Insel. Und Richard Staddle, der versucht, die Erinnerung an diese Zeit aufrechtzuerhalten. Mit seinem Projekt im Maltesischen Nationalarchiv. Da geht es nicht nur darum, die historischen Gefährte zu erhalten, sondern auch die Geschichten drumherum. Zum Beispiel die der vielen ehemaligen Besitzer und Busfahrer. Zu erzählen gibt es da sicher eine ganze Menge. Freunde, da sind wir wieder. Ich bin zurück im Hotel. Das war meine Geschichte über die maltesische Buskultur. Und wenn euch gefallen hat, was ich hier heute so fabriziert habe, wenn ihr ein bisschen was gelernt habt, dann lasst auch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr dürft natürlich auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn ihr meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, ist auch das möglich. Checkt mal unten in der Videobeschreibung den Patreon-Link aus. Oder ihr könnt natürlich auch Kanalmitglied werden hier auf YouTube. Dann gibt es auch immer ein bisschen exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen, also könnte sich vielleicht lohnen. Was machen wir beim nächsten Mal? Das verrate ich noch nicht. Schaltet doch einfach nächstes Mal wieder ein. Ich sage bis dahin erstmal Tschüss und bis zur nächsten Reise. Ciao.